Ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Die will keiner. Ja, natürlich will die keiner, aber warum giegen die Leute dann? Wegen Satine oder was? Natürlich will keiner Cursed-Waffen, die sind Dogshit. Was will man damit? Aber Skins zumindest? Und ich weiß nicht, warum gehst du Giants hunten, wenn du die nicht willst? Ich meine, die meisten Set-Teile sind ja trotzdem relativ wenig wert. Es sind halt die Suits und vor allem Mentalist, Arcanist, Knight. Gibt da die Hauptgewinne und so. Aber ich meine, wenn du 5-mal Crackshooter Boots droppst, hast du halt 20 Mio verdient. Ja, GZ, Bro. Bei Violets hast du zumindest immer noch die Protects und so weiter. Und wenn du auch Cursed-Waffen droppst, auch Set-Teile und du Giants huntest, dann töte ich doch die Violets auch, oder? Das gibt doch irgendwie keinen Sinn. Einzige Problem bei den bei den Violets ist, dass die Chance auf Set-Teile da nicht erhöht ist. Sagt das einem, der einen Cursed im Lager hat? Okay. Hol ihn her. Dann sag ich es ihm ins Gesicht. Ja, die Leute, die auf Cursed gambeln, warten nur auf die Ankündigung, dass man sie in Ultimate-Waffen verwandeln kann. Und irgendwie, weiß nicht. Es wäre halt schon unfair. Das ist ja so eine, also wenn sie es wirklich machen, ist es natürlich besser, als wenn sie es nicht machen. Aber an für sich dann schon fast wieder ein bisschen unfair, weil jetzt ist natürlich die Konkurrenz bei den Giants verhältnismäßig, oder zumindest Violets tötet wirklich keiner. Also Violets siehst du eigentlich immer gefühlt. Die tötet einfach keiner. Wie gesagt, ich weiß nicht genau warum, aber... Und das heißt ja, Leute, die jetzt Giants töten, haben vermutlich auch ziemlich wenig Konkurrenz. Ich meine, ja, die Giants werden schon deutlich häufiger getötet als die Violets auf jeden Fall. Und sie werden auf jeden Fall getötet. Vermutlich dann eben hauptsächlich wegen den Satine, aber eben auch wegen den Cursed-Waffen. Und mal angenommen, jemand hat jetzt wirklich... Ich meine, es gibt bestimmt irgendjemanden, muss ja nicht mal auf Bodeng sein, es gibt bestimmt irgendjemanden, der hat bereits schon 10 Waffen oder so. Und wartet nur darauf, dass die Ankündigung kommt. Und diese 10 Waffen hat er im Umkehrschluss aber hauptsächlich wahrscheinlich deswegen, weil die Konkurrenz sich ja trotzdem im Rahmen hält, weil die meisten Leute den Sinn nicht sehen, Giants zu töten oder Violets. Für diese Waffen, die ja eben aktuell irgendwie useless sind. Also das wäre wieder so eine Änderung, genau wie das mit den HP der Monster und so. Sowas musst du halt sofort machen. Also da kannst du halt nicht einen Monat warten, weil irgendwie ist das dann halt schon wieder so ein bisschen unfair. Ich meine, klar, es ist Gambling. Also wenn du die jetzt einlagerst und nicht verkaufst und die täglich im Wert sinken, erstmal natürlich schlecht. Aber ich meine, wie viel verlierst du effektiv? Weil ich meine, für wie viel werden die Waffen tatsächlich gekauft? Ich habe keine Ahnung, aber wenige 100 Mio wahrscheinlich. Also also dein Gamble, wenn er nicht aufgeht, wird bezahlt mit wenigen 100 Millionen Penya vielleicht. Ich meine, wie lange wartest du effektiv? Ich meine, wenn sie es in 2-3 Monaten nicht geändert haben, ich würde mal sagen Ende Februar, wenn sie es bis dahin nicht geändert haben, dann werden sie es auch nicht mehr ändern. Sag ich mal, die nächsten 5 Patches oder so. Und wie viel verlierst du dann effektiv? Mal angenommen, du hast 30 Waffen bis Ende Februar, was wahrscheinlich schon viel zu viel ist. Das wäre wahrscheinlich realistisch, wäre wahrscheinlich erst 10 Ende Februar. Also du farmst die Teile wirklich Tag und Nacht, 24/7. Aber ja, dann bist du 30 Waffen. Und sagen wir, pro Waffe hättest du effektiv 100... Oder sagen wir echt nur 10 Waffen. 30 ist viel zu viel. So viel hat kein Mensch bis Ende Februar. Und du verlierst pro Waffe 300 Mio, dann sind das 3 Milliarden. Aber wenn sie es dann doch Ultimate machen würden, wie viel würdest du dann gewinnen? Also, sagen wir mal, so eine Waffe wird durchschnittlich für 500 Mio verkauft vielleicht. Das ist einfach nur jetzt fiktive Preise. Ist ja egal, vom Verhältnis her oder so wäre es ja dann ein bisschen anders. Aber, ich meine, sehr viel mehr kann es eigentlich nicht sein, weil, wie gesagt, wer kauft die Dinger? Also zumindest im Durchschnitt. Ich meine, Bow, Axe etc., die sind wahrscheinlich dann wieder teurer, aber die anderen sind alle wieder viel günstiger etc. Sagen wir so ein Average, vielleicht 500 Mio. Weil sie wahrscheinlich eh kaum verkauft werden, weil die Leute sie eben bunkern und warten wollen. Und dann verlierst du pro Waffe 300 Mio. Oder sagen wir sogar 500. Dann wären das höchstens 5 Milliarden. Aber wie gesagt, wie viel würdest du gewinnen? So ein Bow, wenn du ihn jetzt für 1 Milliarde verkaufen würdest oder so,
weil manche ihn als Skin haben wollen oder whatever, ja, ist ja schön und gut. Aber wenn er dann eben in Ultimate umgewandelt werden wird oder werden kann, dann ist er ja direkt wahrscheinlich 3 Milliarden wert oder so. Vor allem die 1v1-Waffen werden davon stark profitieren. Die AOE-Waffen eben eher nicht, weil Waterbomb in meinen Augen auf jeden Fall besser ist als der Death's Rush-Effekt. Und ich meine, das heißt, vor allem bei den Waffen und bei den allgemein beliebteren Waffen wird sich der Gamble wahrscheinlich schon auszahlen, wenn er aufgeht. Und wenn er nicht aufgeht, wie gesagt, effektiv, wie viel du wirklich verloren hast, ist schwer zu sagen, weil, wie gesagt, du weißt ja gar nicht, ob die Waffen überhaupt verkauft werden würden und dann auch nicht sicher, für welchen Preis etc. Also man kann sich's locker leisten, jetzt 1-2 Monate zu bunkern. Und wie gesagt, wenn dann Ende Februar oder vielleicht wartet man sogar bis zum FEC sich das nicht ausgeht, ist es wahrscheinlich ein relativ günstiger Gamble. Bei ultra unselten werden die Waffen nicht werden, eben weil sie nicht überfarmt werden. Die Konkurrenz ist eher gering oder nicht gigantisch zumindest. Anders als bei Herneswaffen damals, wo du keinen einzigen Giant jemals zu Gesicht bekommen hast, weil die permanent tot waren. Also, ich weiß nicht. Ist halt schon irgendwie, ist das einfach eine dumme Situation. Mal wieder, übrigens. Also, sowas sollte nicht passieren. Und wenn es passiert, dann sollte es innerhalb von kürzester Zeit behoben werden und eben nicht Monate später. Weil genau das eben dann diesen... Oder vielleicht ist es nicht wirklich, ich weiß nicht objektiv, ob das wirklich unfair ist. Ich würde sagen schon. Aber es fühlt sich auf jeden Fall unfair an. Also das ist die subjektive Wahrnehmung, wenn diese Ankündigung kommen würde, jetzt irgendwann, vollkommen egal wann, je früher, desto besser oder gar nicht. Also entweder so früh wie möglich, also jetzt im nächsten Patch basically, oder dann halt gar nicht mehr. So oder so würde es sich unfair anfühlen. Vor allem halt für die Leute, die auf Giant Farm verzichtet haben, weil sie gehört haben, die Waffen verkaufen sich nicht, keiner will die haben, wenn dann nur für wenige 100 Mio als Skin oder so, wo sich dann jeder denkt, das lohnt sich ja gar nicht, ich muss, keine Ahnung, 150.000 Giants töten für eine Waffe, das rentiert sich für mich nicht, da farme ich lieber was anderes oder so. Also, es wird definitiv einige Leute geben, die da ziemlich pisst sein werden. Andererseits natürlich, wenn sie es nicht ändern, sind natürlich die Leute pisst, die jetzt die ganze Zeit gefarmt haben und darauf spekuliert haben oder gegambelt haben, dass die Waffen dann eben in Ultimate umwandelbar sind. So oder so sind alle irgendwie pisst und könnte man vermeiden, indem man einfach auf solche Sachen schnell reagiert. TBH. Da wären wir dann auch wieder beim Kommunikationsthema, weil da könnte man natürlich auch einfach ein klares Announcement setzen. Wenn man nie vorhatte, die Waffen in Ultimate umzuwandeln oder umwandelbar zu machen. Einfach direkt klares Statement. Ja, wir haben das gesehen. Einige Leute wünschen sich, dass die Waffen im Ultimate sind, bla 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 bla. Wir haben das zur Kenntnis genommen, sind zu dem Ergebnis gekommen. Nein, die Waffen werden nicht Ultimate gemacht werden. Niemals. Punkt, Komma. Strich. Da muss man halt auch einfach mal ein klares Statement setzen. Finde ich. Dann kann man das irgendwo anpinnen oder so. Oder sogar in die Waffenbeschreibung reinschreiben. This weapon will never become an ultimate weapon oder so. Und dann weiß es jeder, wie er dran ist. Und dann kann man es selber entscheiden, farme ich sie trotzdem als Skin, Value oder als ultra low budget high level Weapon. Wobei, wie gesagt, Herneswaffen in dem Fall definitiv besser wären. Also würde sie dann eigentlich erst recht keiner mehr haben wollen. Aber das ist es halt.